Hallo, herzlich willkommen zur Firma Fenderkorp Maschinenbau. Mein Name ist Christian Streit und heute zeige ich Ihnen unsere Firma. Ja, hier befinden wir uns jetzt im Vertriebs- und Konstruktionsbüro. Hier haben wir verschiedenste Industriezweige, die abgedeckt werden durch unsere Ingenieure und Techniker. Wir arbeiten an modernsten Arbeitsplätzen, CAD-Arbeitsplätzen. Hier am Standort Rehder wird alles selbst entwickelt, selbst entworfen. Wir haben kaum externe Ressourcen, die wir nutzen, um so die optimale Anlagen für unsere Kunden zu gestalten. Okay. Ja, hier an der Seite haben wir unser Warenlager. In diesem Warenlager befinden sich ca. 35.000 verschiedene Artikel. Und alles, was an Teilen in die Firma reinkommt, passiert das Lager, geht dann entweder direkt in unsere Endfertigung zur Montage an unseren Maschinen oder wird als Ersatzteil zu dem Kunden geschickt. Ja, liebe Kunden, hier befinden wir uns in unserer eigenen Lackiererei. Dieser Bereich wird allerdings bald umziehen in ein neues Gebäude auf der anderen Straßenseite. Das ist ein besonderer Raum. Hier befinden wir uns im Technikum der Firma Fenderkorp Maschinenbau. Hier werden Versuche mit Kunden und Lackherstellern gefahren, um die optimalen Maschinenparameter, Prozessparameter abzubilden. Somit kann dann auch eine optimale Maschine für den Kunden konstruiert und konzipiert werden. Im Hintergrund sehen Sie eine Maschine, die mehr für den Automotive- und Kunststoffbereich gedacht ist. Wenn Sie eher Anwendung haben für den Holz- und Baustoffbereich, dann folgen Sie mir bitte in den nächsten Teil des Technikums. Ja, hier stehe ich vor einem unserer Flaggschiffe, unserer Fenspray Perfect Maschine, die hauptsächlich im Holz- und Baustoffbereich verwendet wird. Die beste Maschine, die man auf dem Markt bekommen kann. Und hier im Raum befinden sich noch weitere Maschinen zur Trocknung von Lacken, sodass wir die optimalen Prozessparameter für unsere Kundenanlagen ermitteln können. Hier in diesem Bereich fertigen wir Fördertechnik, wie zum Beispiel Gurtbänder, Rollenbahnen, weitere Transporttechnik, die für unsere Anlagentechnik benötigt wird, oder Trockner. Alles, was keinen allzu hohen Bauraum in Anspruch nimmt, kann hier gebaut werden. Hier befinden wir uns im neuen Gebäudeteil. Hinter mir ist die Blechfertigung zu sehen. Wir haben ein großes Blechregal, was wir selbst konstruiert und gebaut haben. Des Weiteren haben wir hier noch einen Laserschneidautomaten, verschiedene Kantbänke und eine Stanznibbelmaschine, die wir auch manchmal noch brauchen, um optimal auf Kundenwünsche einzugehen. Hier auf der linken Seite sieht man das Stabmateriallager, in dem alle stabförmigen Stahlmaterialien wie Rohre oder Träger gelagert werden, bei Bedarf herausgezogen werden und auf Länge geschnitten werden. Danach werden sie gebohrt und entgratet und für die Schweißerei vorbereitet. Hier auf der linken Seite haben wir unseren 7-Achs-Fräsautomaten, den wir vor 2 Jahren neu investiert haben, um schnell und flexibel Teile zu erstellen, da diese teilweise schwer am Markt zu beschaffen waren. Ja, wie Sie sehen, hinter mir ist noch eine große Baustelle. Das ist also der zweite Gebäudeteil, der hier bald errichtet werden wird. Wenn alles fertig ist, dann haben wir hier ca. 7.500 Quadratmeter neue überdachte Gebäudefläche. Unter anderem wird auch die neue Lackiererei in diesem Gebäude untergebracht werden. Ja, hier sind wir jetzt in unserem Schaltschrankbau. Hier werden die Schaltschränke für unsere Maschinen gebaut. Wir konstruieren die Schaltschränke selber, planen selber. Steuerungen werden hier selbst entwickelt. Wenn der Schaltschrank fertig gebaut ist, wird er in die Endfertigung geschoben und dort an der Maschine getestet. Ja, hier sind wir jetzt im Bereich der Endmontage angekommen. Das heißt, hier werden alle Komponenten zu einer fertigen Maschine zusammengeschraubt. Wenn das erfolgt ist, dann wird die Maschine getestet und zum Kunden versandt. Hier im Servicebereich kümmern sich unsere Mitarbeiter um alle Servicebelange unserer Kunden. Sei es Ersatzteilbestellungen, Fernwartungsservice oder wenn es gar nicht anders geht, schicken wir unseren Außendienst auch gerne zu Ihnen in den Betrieb. Ja, liebe Gäste, hat mich sehr gefreut, Ihnen die Firma zeigen zu dürfen. Schön, dass Sie da waren. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.